Deutschsprachiger Islamunterricht für Kinder und Jugendliche. Eines Tages, als der Prophet Mohammed etwa 35 Jahre alt war, beschloss der Stamm der Quraisch, von dem der Prophet abstammte, die Kaaba neu zu errichten. Denn die Wände des alten Gebetshauses waren nicht sehr hoch und sie hatte kein Dach, so dass man leicht in sie eindringen konnte. Also beschlossen die Leute vom Stamm der Quraisch, die alten Mauern niederzureißen und neue aufzubauen. Doch sie waren im Zweifel, ob sie damit nicht Gottes Zorn erregten. Jeden Tag schlüpfte eine Schlange aus dem Gewölbe, um sich an der Kaaba zu sonnen. Sobald sich jemand näherte, erhob die Schlange ihren Kopf und zischte. Als Gott jedoch einen Adler sandte, der die Schlange packte und mit ihr davon flog, sagten die Quraisch: Jetzt können wir hoffen, dass Allah mit unserem Vorhaben einverstanden ist. Als die Arbeit fast abgeschlossen war und die Quraisch den heiligen schwarzen Stein wieder an die rechte Stelle setzen wollten, entbrannte ein heftiger Streit. Jeder wollte die Ehre haben, den schönen schwarzen Stein wieder einzusetzen. Da kam ein alter Mann, der ihnen vorschlug: O Männer der Quraisch! Lasst den ersten Mann, der die Schwelle dieser Moschee überschreitet, euren Streitfall entscheiden. Die Männer akzeptierten den Vorschlag und der erste Mann, der über die Schwelle trat, war Mohammed. Als sie ihn sahen, riefen sie: Es ist Al-Amin, der Vertrauenswürdige. Nachdem sie ihm den Streitfall erklärt hatten, bat er, man möge ihm einen Umhang bringen. Er breitete ihn auf dem Boden aus, nahm den schwarzen Stein und legte ihn in die Mitte des Stoffes. Dann sagte er: Jeder soll eine Seite des Umhangs fassen. Dann hebt ihn alle zusammen hoch. Als sie ihn bis zur rechten Höhe gehoben hatten, nahm Mohammed den Stein und setzte ihn in die Mauer ein. Dann nahmen die Männer ihre Arbeit zufrieden wieder auf und vollendeten den Bau. Der Streit war geschlichtet, denn jeder hatte die Ehre gehabt, beim Anbringen des schwarzen Steins mitzuhelfen. Mohammed, der nun ein glückliches Leben mit seiner Frau führte, war sehr betrübt, wenn er sich in seiner Stadt Mekka umsah. Die meisten Menschen dort waren sehr rücksichtslos gegenüber Armen, Kranken und Schwachen. Oft nahmen sie Witwen und Waisenkindern, die sich nicht wehren konnten, ihren Besitz weg und nutzten die Not der Armen aus, indem sie ihnen Geld liehen, dafür aber hohe Zinsen forderten. Ein weiterer Punkt, der Mohammed sehr störte, war, dass die Mehrheit der Leute zu Götzen betete. Mohammed war sehr besorgt, weil die Menschen nicht mehr an Gott dachten und stattdessen zu Figuren beteten. Immer häufiger zog er sich zurück, verließ die Stadt und ging für einige Stunden oder sogar Tage und Wochen in die Natur. Er ging zu einem Berg am Rande der Stadt und ließ sich in einer Höhle nieder, die man Hira nannte. Dort ging er seinen Gedanken nach, staunte über die Schönheit der Schöpfung und betete zu Gott. Doch eines Nachts, als er alleine in der Höhle Hira war und gerade schlief, kam ein Engel zu ihm und rief ihn beim Namen: Mohammed. Mohammed erwachte aus seinem Schlaf. Lies, sagte der Engel zu ihm. Aber ich kann nicht lesen, entgegnete er. Doch der Engel wiederholte seine Forderung. Lies. Wieder erklärte er, dass er nicht lesen könne, aber der Engel bestand erneut darauf. Was soll ich lesen? Fragte er nun. Der Engel antwortete: Lies, im Namen deines Herrn, der erschuf den Menschen aus einem Klumpen Blut. Lies, denn dein Herr ist gütig, der durch die Schreibfeder gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Mohammed wiederholte, was der Engel ihm vorgetragen hatte, und merkte sich diese Worte. Der Engel erklärte: Ich bin Gabriel, der Engel, der den Propheten Gottes Botschaften verkündet. Du bist der Gesandte Gottes, du sollst die Menschen auf den rechten Weg, den Weg der Wahrheit führen. Von diesem Zeitpunkt an war Mohammed ein Prophet, so wie viele ehrenvolle und gläubige Männer es vor ihm gewesen waren. Das erste Wort, welches ihm offenbart worden war, war: Lies. Daran kann man sehen, wie wichtig das Lesen und das Lernen im Islam sind. Hoffentlich war unser YouTube-Video für dich hilfreich. Wir würden uns über ein Like und ein Abo freuen. Teile das Video mit Freunden, wenn es dir gefallen hat.